Hallo meine Freunde, hola Madridistas, die Saison ist vorbei. Unsere Spieler sind im wohlverdienten Urlaub, doch jetzt fängt die richtige Arbeit für unseren Vorstand und für unseren Trainer Xabi Alonso erst richtig an. Und dabei hat der Vorstand rund um Florentino Perez eine sehr wichtige Entscheidung getroffen, die uns Madridistas eigentlich sehr freuen sollte. Und zwar, Xabi Alonso hat das Sagen. Er ist der Kapitän auf diesem Boot. Das ist das Real Madrid von Xabi Alonso. Was auch bedeutet, es spielt keine Rolle, welcher Spieler, welcher Namen er hat, wie teuer er war, etc. pp. Xabi Alonso kann mit jedem Spieler so umgehen, wie er das meint. Und es wird auch Gespräche geben mit einigen wichtigen Spielern aus der Kabine. Und ihnen wird klargemacht, entweder ihr zieht mit oder ihr könnt euch einen neuen Verein suchen. Was da los ist, darüber reden wir natürlich in dem Video. Dann gibt es brandneue Informationen, denn 2 Spieler haben Real Madrid bereits verlassen, ein dritter steht kurz davor, ein neuer ist gekommen, also ganz viel Bewegung bei Real Madrid. Und außerdem möchte ich noch ein paar Worte verlieren über den FC Liverpool. Ganz, ganz toller Verein. Also, was da alles los ist, kommt im Video. Viel Spaß dabei. Fußball ist die schönste Nebensache der Welt, aber der FC Liverpool hat mal wieder gezeigt, dass es im Endeffekt nur eine Nebensache ist. Ich äußere mich auf diesem Kanal selten über andere Vereine, hin und wieder mal über den FC Barcelona, wenn sie mal wieder den Wettbewerb verzerren oder irgendetwas machen, wodurch Real Madrid unter anderem natürlich stark betroffen ist. Aber jetzt rede ich mal über einen anderen Verein und das hat gar nichts mit Real Madrid zu tun. Der FC Liverpool ist eine Mannschaft, die meinen höchsten Respekt verdient. Wir alle haben mitbekommen, was um Diogo Jota passiert ist, tragisch. Und der FC Liverpool hat gestern eine unglaublich schöne Geste dargelassen, indem sie die Nummer 20 von Diogo Jota aus allen Jugendabteilungen, aus jeder einzelnen Mannschaft von Liverpool zurückziehen und diese Nummer 20 für immer die Nummer von Diogo Jota bleibt. Und das war ja nicht die einzige Szene. Ich erinnere mich daran, als Cristiano Ronaldos Sohn bei der Geburt verstorben ist, war es Liverpool, eine der größten Konkurrenten von Manchester United, die in der 7. Minute Standing Ovations für Cristiano Ronaldo gehalten haben, ein Trikot von ihm in die Luft gehalten haben. Oder als Amancio gestorben ist, eine Real Madrid-Legende, hat Liverpool vor dem Champions League-Spiel einen Blumenstrauß in die Ecke aufgestellt für Amancio. Und. In der FIFA ist das so, sobald ein Spieler verstirbt, ist sein Vertrag beendet. Und der FC Liverpool hat gesagt, nicht mit uns. Das gesamte Gehalt, was Diogo Jota noch in seinem Vertrag verdient hätte, wird der FC Liverpool an die Familie von Diogo Jota auszahlen. Also das sind die Szenen, die für mich einen Verein groß machen. Das sind die Werte, die der Fußball vermitteln sollte. Und wenn ich Berater wäre und der FC Liverpool ruft an, würde ich immer an das Telefon gehen. Und wenn ich eine Wahl hätte, würde ich eher zum FC Liverpool gehen, als zu jedem anderen Verein, es sei denn, der Verein heißt Real Madrid. Also absoluten Respekt an Liverpool, Gänsehaut, tiefsten Respekt. Aber wie gesagt, kommen wir jetzt zu Real Madrid, denn da gibt es auch viele Themen. Fangen wir mit Thema Nummer 1 an. Víctor Muñoz, unser Rotschopf, der gegen den FC Barcelona fast das Unentschieden gemacht hätte, in der letzten Minute vielleicht die Liga nochmal spannend hätte machen können. Víctor Muñoz hat auch bei der Club-WM ein Spiel für Real Madrid gemacht. Aber wir alle haben gesehen, er ist noch nicht wirklich so weit, um ein reeller Konkurrent zu sein für einen Vini, für einen Kylian Mbappé etc. pp. Ja, und das sieht auch Real Madrid so. Und Víctor Muñoz wurde verkauft. Zumindest 50% seiner Rechte an Osasuna. Die haben dafür 6 Millionen Euro in den Kassen von Real Madrid gelassen. Wie gesagt,
für 50% der Rechte an Vítor Muñoz. Real Madrid macht das, was sie in den letzten Jahren erfolgreich mit einigen Jugendspielern gemacht haben. Sie verkaufen ihn, behalten 50%, haben eine Rückkaufsklausel. Sollte der Spieler explodieren, kann Real Madrid immer noch entscheiden, wir holen ihn zurück, oder er wird dann teurer verkauft an irgendeine andere Mannschaft und Real Madrid erhält da 50% der Einnahmen. Also, Vítor Muñoz, ab sofort neuer Spieler von Osasuna. Ich drücke dem Jungen die Daumen, sehr sympathisch, hat immer Vollgas gegeben. Real Madrid Castilla wird ihn nächstes Jahr vermissen, der hat sehr viele Tore gemacht. Aber ich freue mich für den Jungen, der hat sich den Schritt in die erste spanische Liga verdient. Vor allem ist Osasuna eine Mannschaft, die in der Regel sehr auf Ballbesitz, auf ordentlichen Spielaufbau etc. orientiert ist. Und ich glaube, ein Vítor Muñoz wird da sehr gut reinpassen. Ein anderer Spieler, der bereits verkauft ist Rafael Obrador. Ich hatte euch das gesagt, er wechselt in dieser Transfersaga von Álvaro Carreras zu Real Madrid. In diesem ganzen Paket wechselt Rafael Obrador nach Benfica Lissabon und zwar für 5 Millionen Euro. Allerdings, auch da hat Real Madrid bis zum Jahr 2028 eine Rückkaufsoption. Also auch da schaut sich Madrid an, wie ist die Entwicklung dieses Jungen, und ab 2028 muss man dann schauen, ob man den Spieler wiederholt, weiterverkauft oder an Benfica überlässt, die dafür dann noch etwas bezahlen müssen. Ja, dadurch, dass Rafael Obrador nach Benfica gegangen ist, wie ich euch letztens schon erklärt habe, sind die Tore aufgegangen für Álvaro Carreras zu Real Madrid. Aber es gibt jemanden, der viel mehr Ahnung hat von Transfers als ich, und zwar Fabrizio Romano. Hören wir da zusammen einmal rein. Real Madrids nächster Neuzugang Álvaro Carreras, denn am Donnerstag habe ich euch die exklusive Story bei Here We Go gegeben. Am Mittwoch habe ich euch gesagt, dass dieser Deal zustande kommt, weil die Vereinbarung zwischen Benfica und Real Madrid einen weiteren Spieler beinhalten würde, und diese Geschichte ist bestätigt. Dieser Spieler ist Rafael Obrador. Der Außenverteidiger, der im Rahmen dieser Gespräche, im Rahmen dieser Verhandlungen zu Benfica gewechselt ist, also Obrador zu Benfica, wobei Real Madrid eine Weiterverkaufsklausel für den Spieler sowie die zukünftige Kontrolle über den Spieler behält. Dann hat Benfica das Angebot von Real Madrid akzeptiert, 50 Millionen Euro als Teil dieses Pakts, dieser Vereinbarung. Real Madrid hat sehr gut verhandelt und wird die 50 Millionen Euro nicht in einer einzigen Zahlung, sondern in mehreren Raten zahlen. Also gibt es auch eine Einigung zwischen den Vereinen. Und nun, heute Abend, wurde Álvaro Carreras vor wenigen Minuten autorisiert, am Wochenende für den Medizincheck und die Vertragsunterzeichnung nach Madrid zu reisen. Warum erst jetzt autorisiert? Weil Benfica darauf gewartet hat, dass Manchester United den Verein offiziell über die Entscheidung informiert, die Rückkaufklausel nicht zu aktivieren. Als Manchester United Álvaro Carreras an Benfica verkauft hat, gab es eine Rückkaufklausel und eine Weiterverkaufsklausel. Manchester United wird das Angebot für Álvaro Carreras also nicht annehmen, aber Manchester United erhält natürlich eine Gebühr im Rahmen dieses Deals durch die Weiterverkaufsklausel. Und so geht Álvaro Carreras jetzt zu Real Madrid. Alles ist bereit für den Medizincheck, die Vertragsunterzeichnung, und Real zahlt 50 Millionen Euro in Raten für Álvaro Carreras. Damit ist diese Geschichte nach einer langen Saga endlich vorbei. Real Madrid bekommt den Spieler, den sie wollten, Álvaro Carreras für Xabi Alonso. Ja, ihr habt es selber gehört. Man kann einen Carreras jetzt schon als Real Madrid-Spieler bezeichnen. So schreibt das ein Fabrizio Romano. Der Medizincheck wird jetzt über dieses Wochenende quasi gemacht und dann ist Álvaro Carreras neuer Spieler von Real Madrid. Wir können die nächsten Tage gerne ihn mal vergleichen mit anderen Spielern. Und ich glaube, viele wissen nicht, was für einen starken linken Verteidiger wir da geholt haben. Ich bin sehr froh über die Verpflichtung, aber ihr habt die letzte Information von Fabrizio Romano da gehört. Ja, und ein dritter Spieler, über den ich reden wollte, ist Jacobo Ramón. Viele von euch kennen den, der hat in der letzten Saison, die letzten Spiele, hat er sogar ein Spiel entschieden, als Vallejo den Ball verlängert hat und Jacobo Ramón in der 93. Minute oder was auch immer das Siegtor für Real Madrid gemacht hat. Dieses Tor werde ich so schnell nicht vergessen. Dieser Jacobo Ramón hat auch bei Real Madrid zurzeit gerade
keine Zukunft. Er muss sich entwickeln, er ist noch nicht weit genug. Und das, obwohl Real Madrid in der Innenverteidigung noch deutlich Potenzial nach oben hat. Das ist eine der Positionen, bei denen Real Madrid sich auf jeden Fall verstärken möchte. Dazu komme ich aber morgen im Video. Auch da müssen wir über den FC Liverpool reden, da habe ich jetzt schon einiges verraten. Aber wie dem auch sei, Jacobo Ramon steht kurz vor einem Wechsel nach Como. Der Mannschaft von Cesc Fabregas, wo auch Nico Paz spielt, die diesen Transfermarkt, ich glaube, so aktiv ist wie kaum eine andere Mannschaft. Die holen sich quer aus Europa die vielversprechendsten Talente und bauen da ein echt tolles Team auf. Es wird Spaß machen, Como nächste Saison beim Fußballspielen zuzugucken. Und übrigens habe ich auch gehört, Como hat einen der schönsten Flüsse der ganzen Welt. Ich habe so ein paar Bilder gesehen, also war schon beeindruckend. Ich glaube, Jacobo Ramon und die Jungs werden da eine schöne Zeit haben. Aber auch da plant Real Madrid das Gleiche wie immer. Eine Rückkaufsklausel. Sollte Jacobo Ramon sich doch dahin entwickeln, wo Real Madrid ihn eigentlich erwartet, kann er vielleicht in ein paar Jahren zurückkommen. In diesem Sinne, wenn wir schon mal über Innenverteidiger reden, möchte ich werde oft von euch nach dem gefragt, von Joan Martinez erzählen. Er hat ein Video gepostet, ich lasse das mal parallel laufen. Der Junge ist im Endspurt oder ist in der Vorbereitung. Der hat sich nach seinem Kreuzbandriss relativ gut erholt, aber er hat sich keinen Urlaub gegönnt. Er ist weiterhin täglich im Gym etc. Und er wird die Saison starten bei Álvaro Arbeloa bei Real Madrid Castilla. Also schon im Seniorenbereich. Aber auch da soll er regelmäßig mit der ersten Mannschaft trainieren. Langfristig ist Jacobo Ramon anscheinend der Innenverteidiger, auf den Real Madrid das meiste Vertrauen setzt aus der eigenen Jugend. Viele sagen sogar, er wird noch besser als Dean House. Ich kann es mir kaum vorstellen, aber ich würde mich natürlich für diesen Jungen freuen. Also das ist die letzte Information zu Joan Martinez. Wie ihr seht, er ist wieder voll im Saft, voll im Training, startet bei Álvaro Arbeloa, aber ein Xabi Alonso wird immer ein Auge auf ihn haben. Ja, und Xabi Alonso ist das Hauptthema dieses Videos, denn Real Madrid hat sich die Club-WM angeschaut. Es war immer davon die Rede, dass Real Madrid sich erstmal die Ergebnisse anschauen möchte, wie die Mannschaft spielt, um dann weitere Entscheidungen zu treffen. Ja, und Real Madrid hat den Spielern letztes Jahr zum Ende der Saison einiges durchgehen lassen, weil die gedacht haben, ein Carlo Ancelotti erreicht die Mannschaft nicht. Die Luft ist raus, die Spieler sind nicht mehr ganz da. Aber Real Madrid hat eine Reaktion erwartet. Die haben sich gedacht, ein neuer Trainer kommt, der haucht da neues Leben in die Mannschaft. Und Real Madrid ist prinzipiell hellauf begeistert von einem Xabi Alonso, sehr zufrieden mit seiner Methodik, mit seiner Arbeit, wie präzise, wie fleißig etc. er unterwegs ist. Und sie sind auch begeistert von den Spielern, die unter Xabi Alonso einen klaren Step nach vorne gemacht hat. Aber es gibt auch Spieler, und ausgerechnet die Führungsspieler zum größten Teil sind das, die unter Xabi Alonso nicht die Antwort auf dem Platz gegeben haben, die Real Madrid der Vorstand sehen wollte. Und da ist einigen Verantwortlichen so ein bisschen der Kragen geplatzt und die haben klar gemacht, sowas wird es bei uns nicht geben. Wir wollen keine Ego-Probleme in der Kabine. Derjenige, der alles entscheidet, ist Xabi Alonso. Und wer nicht mitzieht, der kann sich einen neuen Verein suchen. Das behaupte ich nicht nur einfach so, sondern da gibt es unter anderem einen Bericht von Marca. Andere haben auch einen Bericht geschrieben. Aber lesen wir uns zunächst einmal den von Marca zusammen einmal durch. Real Madrid ist sich sicher. Schluss mit dem Ego-Kampf. Die Verantwortlichen von Real Madrid werden mit bestimmten Spielern sprechen, um herauszufinden, was sie genau wollen, wonach sie suchen und wie groß ihr Engagement ist. Das Spiel gegen PSG hat gezeigt, dass Real Madrid weiterhin mit vielen Problemen zu kämpfen hat. Wieder einmal zeigten sich die Gesten, die die Unfähigkeit eines Spielers zeigen, im Team zu funktionieren. Das Ego dominiert in jeder Situation. Besonders wenn die Situation angespannt ist und der Spielstand gegen die Spieler steht. Die Verantwortlichen von Real Madrid wissen das und sind entschlossen, dem ein Ende zu setzen. In den kommenden Tagen werden sie mit einigen Spielern sprechen, um herauszufinden, was sie genau wollen, was sie suchen und wie hoch ihr Engagement ist. Sie sind sich darüber im Klaren, entweder arbeiten wir als Team zusammen oder wir finden Lösungen.
Der Sommer ist lang und das Transferfenster schließt erst Anfang September. Sobald das Spiel hart wurde, schwand der Zusammenhalt der Mannschaft völlig. Gesten, Vorwürfe und Beleidigungen zeugten von mangelndem Engagement. Nicht bei allen, aber sicherlich bei vielen. Von dem Moment an, als nach Asensios Fehler das Tor fiel, war Real Madrid nicht mehr in der Lage, als Mannschaft zu funktionieren. Besonders besorgniserregend ist die aktuelle Situation von Vinicius, einem Fußballer, der weit von seinem früheren Ich entfernt ist. Er ist nicht alleine, aber es stimmt, dass der Brasilianer Aufmerksamkeit erregt. Sie suchen nach Ehrlichkeit und wollen wissen, was in seinem Kopf vorgeht. Bei Rodrigo ist man sich bereits darüber im Klaren und sucht nach einem neuen Ziel. Xabi Alonso hat es deutlich gemacht. Aber Vinicius muss reinen Tisch machen und genau sagen, was los ist. Was zuvor besprochen wurde und der kurz vor dem Abschluss stehende Vertragsverlängerungsprozess spielen dabei keine Rolle. Der Stürmer vermittelt kein gutes Gefühl. Seine tägliche Arbeit wird durch das, was er auf dem Platz gegen einen Gegner passiert, nicht ausgeglichen. Er möchte einfach, dass er ehrlich ist und klar macht, was er sich für die Zukunft wünscht. Nichts ist ausgeschlossen. Auch Mbappé gibt Anlass zur Sorge. Xabi Alonso ist sich darüber im Klaren, dass die Elf arbeiten muss. Dass jeder hinter dem Ball stehen muss. Dass jeder rennen und kämpfen muss. Und das ist gegen PSG nicht gelungen. Der Stürmer hatte bei dieser WM kein Glück. Und gegen seinen ehemaligen Verein war seine Formschwäche deutlich zu spüren. Aber die Nachsicht in der Abwehr war besorgniserregend. Der Franzose und der Brasilianer sind die Offensivstars des Teams. Doch wenn jeder für sich allein kämpft, gerät alles ins Wanken. Es geht nicht um fußballerische Inkompatibilität, sondern um die gute Zusammenarbeit mit dem Teamkollegen. Und das war gegen Luis Enriques Team nicht der Fall. Die Vorwürfe sind noch nicht verstummt. Seit dem Gegentreffer zeigten die Gesten, dass das Problem immer noch latent vorhanden ist. Und der Verein hat Xabi Alonso den Rücken gestärkt, um Entscheidungen zu treffen. Der Trainer hat das Problem erkannt und weiß, dass es gelöst werden muss. Dafür ist noch Zeit. Es spricht nicht über Vinicius, sondern über die Einstellung, dieselbe Diagnose, die Carlo Ancelotti gestellt hat. Ja, wir erinnern uns daran, dass Carlo Ancelotti letzte Saison in den Pressekonferenzen immer wieder über die Einstellung geredet hat, dass da das große Problem ist. Und das Gleiche hat ein Xabi Alonso jetzt gesehen. Doch ein Xabi Alonso ist kein Carlo Ancelotti. Das haben wir während der Club-WM gesehen. Ein Xabi Alonso wird sich nicht hinter großen Namen verstecken und sagen, egal was ihr macht, ihr spielt immer. Ein Xabi Alonso hat jetzt auch Rückenwind oder den Rückhalt vom Vorstand und er wird mit Vini, Mbappé, Bellingham etc. mit den Großen reden und sagen, was ist euer Plan? Was ist euer Wunsch? Wollt ihr jetzt den Rest eurer Profikarriere auslaufen? Dann findet sich bestimmt in Saudi-Arabien der richtige Kandidat, wo ihr Spaß haben könnt. Aber wenn ihr bei Real Madrid weiter um Champions League-Titel kämpfen wollt, dann müsst ihr ackern wie jeder andere auch. Im Gegenteil, ihr müsst das Vorbild der Mannschaft sein. Ihr müsst die sein, die am meisten tun, damit die anderen sehen, wir alle sind hier in einem Boot. Und ganz ehrlich, das ist die Reaktion, die ich von meinem Real Madrid erwartet habe. Ich komme immer noch nicht darauf klar zu sehen, wie ein Dembélé etc., wie die gepresst haben. Aber das galt ja nicht nur für Dembélé, auch die anderen Stürmer, die ganze Mannschaft, wie die gekämpft haben, um im Vergleich Vini oder Mbappé zu sehen. Also, wie gesagt, das möchte ein Xabi Alonso nicht mehr bei Real Madrid und ich persönlich finde das richtig. Ja, jetzt bin ich natürlich gespannt, was sagt ihr zu diesen ganzen Themen? Was sagt ihr zu meinem Video? Lasst das bitte in den Kommentaren und wenn ihr schon mal da seid, lasst ein Like da, teilen, followen. Ihr wisst, wie YouTube funktioniert. Und wir sehen uns morgen wieder, unter anderem mit den ersten Transfergerüchten. Also, bis dahin. A la Madrid!